Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es bei mir wirklich was ganz, ganz Tolles. Es sind super weiche und fluffige Himbeerschnecken mit einem Frischkäse-Icing. Unbedingt nachbackenswert, sehr lecker. Und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! Für den Hefeteig benötigen wir 500 Gramm gesiebtes Mehl, eine Prise Salz, 7 Gramm Trockenhefe, 50 Gramm normalen Zucker, 70 Gramm weiche Butter, ein Ei und 200 Milliliter Milch. Die Milch sollte lauwarm sein. Die ganzen Zutaten jetzt einfach zu einem glatten Teig verkneten. Meine Küchenmaschine lief insgesamt 5 Minuten auf Stufe 2, aber das geht natürlich auch ganz ohne Küchenmaschine. Diesen Teig kann man auch super mit der Hand kneten. Falls ihr lieber mit der frischen Hefe backen wollt, ist es überhaupt kein Problem. Einfach 21 Gramm frische Hefe in Milch auflösen und dann zu den restlichen Zutaten geben. Den Teig zu einer Kugel formen und dann mindestens 1 Stunde gehen lassen. Ich habe meinen Teig 2 Stunden gehen lassen. Den Teig auf die Arbeitsfläche geben und ausrollen. Ich nehme zum Beispiel auch kein Mehl für die Arbeitsfläche. Es geht ganz gut ohne. Dann verteile ich etwas Himbeermarmelade auf dem Teig und auf die Himbeermarmeladenschicht kommen dann ein paar frische Himbeeren. Die Menge ist Geschmackssache. Man kann auch die Marmelade ohne Kerne verwenden. Mich stören sie zum Beispiel nicht. Den Teig dann einfach aufrollen und in 10 bis 12 Scheiben schneiden. Bei mir sind es 10 Scheiben geworden. Meine Himbeerschnecken setze ich jetzt in die Backform. Die habe ich vorab mit Butter eingefettet und mit Mehl bestäubt und sie hat einen Durchmesser von 26 cm. Und die Himbeerschnecken lasse ich jetzt nochmal 20 Minuten gehen. In der Zwischenzeit kann man schon das Frosting herstellen und dafür benötigen wir 40 Gramm weiche Butter, 80 Gramm Puderzucker und 160 Gramm Frischkäse. Die Himbeerschnecken kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft für circa eine halbe Stunde plus minus 5 Minuten. Die Himbeerschnecken aus dem Backofen nehmen und dann die Hälfte von dem Frosting über die Himbeerschnecken verteilen und 10 Minuten einziehen lassen. Und 10 Minuten später kann dann der Backformrand auch entfernt werden und das restliche Frosting dann über die Himbeerschnecken verteilt werden. Falls euch das zu viel ist, die Zutaten lassen sich sehr gut halbieren. Die Geschmäcker sind ja verschieden. Der eine mag ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Diese Himbeerschnecken sind ein Traum, super weich und super lecker. Und gleich zeige ich euch nochmal, wie die innen aussehen. Falls euch mein Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und abonniert auch meinen Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und sage auch schon mal Tschüss, bis dann!